Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir haben mal wieder einen kleinen Lastrada Regent für euch. Klein, weil es wirklich, obwohl er so geil und massiv dasteht, eines der kompaktesten Autos bei uns auf dem Hof ist. Unter 6 Meter, trotzdem schönes Doppelbett, und an diesem Fahrzeug haben wir diverse kleine Details umgesetzt. Eine ganz neue Dachreling, wie wir es noch nie gemacht haben. Ein bisschen was am Fahrwerk, was ich euch gerne zeigen möchte. Und vor allem eine ganz andere Außenfarbe und ein komplett anderes Interieur als an allen anderen Regent, die wir bisher hatten. Und deswegen fand ich, heute sollten wir uns dieses Fahrzeug mal im Detail anschauen, damit ihr entscheiden könnt, ob sowas für euch auch eine Lösung sein könnte. So, wir fangen von dieser Seite an, weil ich denke, dass ihr so einen besten Eindruck bei der Farbe bekommt. Das merke ich beim Sprinter immer wieder, wenn ich mir angucke, was wir beim Ducato haben. Diesen bunten Blumenstrauß von weiß bis schwarz mit verschiedenen Grauabstufungen dazwischen. Da ist echt nicht mehr viel Farbe im Spiel. Bei den Sprintern haben wir da deutlich mehr Auswahl. Es gibt einmal die Farben, die ihr bei Lastrada im Konfigurator findet. Und dann gibt es immer wieder Sonderlösungen, die wir haben. Unter anderem zum Beispiel dieses Braun. Absoluter Kundenwunsch, lange Diskussion mit dem Hersteller, aber am Ende des Tages umgesetzt. Und das ist eigentlich das, was ich euch mit auf den Weg geben will. Wenn ihr einen klaren Plan von eurem Wunsch-Regent S im Kopf habt, sprecht ihn mit uns ab. Vieles kriegen wir umgesetzt und dann kommen eben auch so besondere Fahrzeuge raus wie hier. Und mich würde wirklich mal euer Feedback dazu interessieren, weil wir ja jetzt auch die Autos fürs kommende Modelljahr zusammenstellen müssen und da ja auch die Frage ist, wie mache ich das? Ich habe meinen Regent EB zum Beispiel in dem Steingrau wie bei dem letzten bestellt. Das blenden wir euch jetzt hier einfach nochmal ein Bild mit ein. Auch eine Farbe, die, glaube ich, so im Allrad Regent S sehr, sehr gut stehen würde. Und ich habe einen Regent S in einer ganz neuen Farbe Moosgrau, so ein leicht grünstichig. Mal gucken, wie das aussieht, bestellt. Glaube ich, auch richtig schick. Aber ich war auch bei dem ehrlicherweise ein bisschen skeptisch am Anfang. Ich habe gesagt, ein braunes Auto, weiß ich nicht genau. Aber wenn ich das so sehe und wenn ich mir das ganze Offroad-Thema angucke, und der ist ja auch noch nicht ganz fertig, wir fangen ja gerade erst an, da wir ihn jetzt aber erstmal ausliefern und die Details hinten raus machen, wollte ich ihn auf jeden Fall zeigen. Aber gerade in der Konstellation mit den schwarzen Felgen, mit der schwarzen Dachreling, mit dem Entfall des gesamten Dekors ist das, glaube ich, ein Fahrzeug, dem dieses Braun, hat jemand eine Idee, wo es herkommt? 5, 4, 3, 2, 1. Keine Idee. Denkt mal an verschiedene Lieferdienste und ich gebe euch einen Tipp, die Post ist es nicht. Ich finde, dass das Auto so total gut dasteht. Das darf halt keine großen silbernen Akzente oder sowas drauf haben. Ist hier total clever gelöst. Wir haben ab Werk die Clesana-Toilette bestellt. Das heißt, er hat hier keine Außenstaufklappe mit dran. Und insgesamt ist das vor allem Auto, wenn wir mal rübergehen auf die andere Seite, damit wir hier schön den Hell-Dunkel-Kontrast haben. Ich glaube, wenn man es von dieser Seite aus sieht, kann man sich schon ganz gut vorstellen, wie gut dieser Wagen nachher in der Natur verschwindet. Weil das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Dass man sagt, wenn wir irgendwelche Feldwege fahren, wenn wir mal am Waldrand stehen, habe ich ein schickes silbernes Auto oder eine helle Farbe, dann falle ich natürlich immer auf. Und umso gedeckter die Farben werden, umso mehr verschwindet das Auto nachher in der Landschaft. Und braun ist natürlich dann eine super gute Farbe dafür. Da hatte ich mal ein super gutes Aha-Erlebnis. Es gibt eine Farbe, die heißt Velvet Rot. Das ist ein dunkel Bordeaux-Rot. Da habe ich auch gedacht, wie kann man denn das machen? Und wenn man den aus der Entfernung sieht, der verschmilzt einfach mit der Landschaft. Also wirklich eine tolle Lösung. Dann haben wir von außen, die Dachreling gucken wir gleich einmal separat gemeinsam drauf. Von außen stelle ich mal bitte so hin, dass wir hier die Linie haben. Weil im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ist es meist so, dass die Sprinter Originalfahrwerke ein kleines Stückchen hier nach innen reingezogen sind. Und wenn ihr jetzt hier guckt, haben wir sowohl vorne als auch hinten die Spur des Autos quasi auf die Außenkarosserie des Autos abgestimmt. Das heißt, wir haben Spurplatten links und rechts mit drin, 30 mm, also echte 3 cm, die wir mit den Rädern nach draußen wandern. Habe ich auch wieder viel dran gelernt. Es gibt Alu- und Stahlspurplatten, falls ihr sowas selber mal machen wollt. Stahlfelgen dürfen nur Stahlplatten haben. Alufelgen dürfen Stahl- oder Aluplatten haben. Was zu welcher Felge passt, muss man natürlich dann mit dem Fahrzeughersteller, den Papieren, dem TÜV und dem Hersteller der Spurplatten abstimmen, weil es ja so viele verschiedene Dinge gibt. Aber wenn ihr das Gesamtpaket des Autos anguckt, steht da einfach, man sieht eigentlich keinen Unterschied, aber er steht irgendwie so saftiger steht einfach ein Tickchen besser da und hat damit ja auch 6 cm mehr Spurbreite und fährt damit auch noch ein kleines Tickchen robuster. Damit wir von außen gucken, hole ich mir jetzt mal eine Leiter mit dazu und dann werfen wir mal gemeinsam einen Blick oben aufs Dach.
So, ich hoffe, ich bin so ganz zu sehen. Wir passen einfach nicht zu zweit auf die Leiter. Ich drehe euch mal um, dass ihr einen Blick drauf werfen könnt und Vladi unterstützt das Ganze dann nochmal mit ein paar schönen Drohnenflügen, dass ihr einen guten Eindruck bekommt. Das, was ich euch zeigen wollte, ist, dass wir hier eine Dachreling drauf haben. Zum einen sollte sie unbedingt schwarz sein und sie sollte einen vertretbaren Preis mit sich bringen. Und das ist hier absolut der Fall. Es ist halt nicht ganz so aufwendig wie die Overland-Lösung, von denen wir euch jetzt oben in der Ecke nochmal ein Bild, einen Link einblenden, wo man dann natürlich noch individueller aufs Fahrzeug eingehen kann. Aber wir haben im Prinzip hier die originale Mercedes U-Profil-Schiene, wo man alles reinschrauben kann und haben dann darauf die Füße. Es gibt es fertig vorgesehen für dieses Fahrzeug und dann sind eine ganze Menge Querträger mit dabei. Wir haben jetzt hier bei dem Fahrzeug 1, 2, 3, 4, 5 mit drauf. Da sind aber noch 4 weitere dabei. Der Kunde, der dieses Auto bekommt, wird dann ein Kajak sich oben drauf befestigen und kann dann noch mal gucken, wo er das unterm Strich gerne hinhaben möchte. Und was wir von der anderen Seite schon gesehen haben, an der Markise dort drüben dran ist dann wieder an der Dachreling drüben ist die Markise. Und so führt das nämlich dazu, dass ihr, wenn ihr eine Dachreling macht, euch einfach entscheiden müsst, möchte ich eine Markise? Wenn ja, wie möchte ich das regeln? Und bevor ihr eine der Sachen, also Dachreling, Markise, Kederschiene, irgendwas in der Richtung bestellt, müssen wir das auf jeden Fall vorher besprechen, weil die Sachen aufeinander abgestimmt sein müssen. Und wenn zum Beispiel schon eine Markise am Fahrzeug dran ist, ist die Montage einer Dachreling ungleich schwerer. Eine kleine Gefahr sozusagen, ich gehe mal hier ein bisschen runter, dann kann man das vielleicht etwas besser sehen. Ihr seht hier die Höhe der Querstreben. Wenn ich hier rüber fahre, sieht man so ein bisschen, dass die Dachhauben minimal höher sind. Vor allem da in dem hinteren Bereich. Das heißt, wenn man jetzt wirklich Surfboards oder irgendwas draufpacken will oder eben auch Kajaks, da muss auf jeden Fall noch ein zusätzlicher Halter mit hin, der das Ganze passend macht. So, ich gehe wieder runter. Ist auch warm genug hier oben, so nah an der Sonne. So, bevor wir uns hier im Detail den einzelnen Dingen widmen, wir haben ja neulich schon ein Regent S-Video gehabt, was ich euch so aus meiner eigenen Perspektive zwischendurch gegeben habe. Und es ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, dass das zweite so dicht hinten dran kommt. Aber es sind halt einfach die Detaillösungen, die wir euch zeigen wollen. Und man muss ja so ein bisschen gucken, für denjenigen, der noch auf der grundsätzlichen Suche ist, ist es nicht so interessant, alle 2 oder 3 Wochen einen Regent S von La Strada zu sehen, so toll er auch ist an sich. Für denjenigen, der sich für so ein Auto interessiert und überlegt, was sind denn die richtigen Lösungen für mich, könnte das eine absolut schöne Lösung sein und es hilft euch hoffentlich auf jeden Fall weiter. Es geht ja jetzt auch mit den Händlertagungen, die langsam durch sein müssten, dann dem neuen Modell ja bald auch los mit allen neuen Grundrissen, die sind oder die jetzt kommen und vielleicht habt ihr das ein oder andere ja schon gesehen. Also bei dem Wagen, nur damit wir das gleich mit abfrühstücken, das was ihr hier im Innendekor seht, ist das Serienholz Ahorn und das ist kombiniert mit dem Stoff, jetzt muss ich selber einmal kurz gucken, der Polsterstoff heißt Deserto, der hier drin ist. Das wäre zum Beispiel eine total aufpreisfreie Lösung bei La Strada. Bei dem Stoff bin ich ganz ehrlich, der Plan der Kunden war zu sagen, wir nehmen irgendeinen Serienstoff, der möglichst gut zu dem Holzdekor Ahorn passt, was gesetzt war, weil sie gerne ein helles Holz haben wollten. Und dann nehmen wir das Auto, bringen es zum Sattler und machen Leder in Wunschfarbe, so wie man das da drauf haben will. Dafür waren wir in Düsseldorf, habe ich die Kontakte hergestellt. In dem Fall wird das entweder hier unser Sattler vor Ort machen oder die Firma Rühl-Leder. Schöne Grüße, falls ihr euch das hier anguckt. Die Kunden kommen dann wahrscheinlich bald zu euch. Ihr habt auch in Düsseldorf schon gesprochen. Jetzt sind die Leute aber ins Auto reingegangen und haben gesagt, gefällt mir, gar nicht schlecht. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal mal die ersten Urlaube so. Das Auto ist ein bisschen zu spät gekommen, deswegen haben wir jetzt die Basics quasi erstmal angebaut. Ich zeige euch gleich noch so ein bisschen Gaskastenumbau, Lithium-Batterie ist drin, kleiner Wechselrichter ist drin, so wie der Kunde es haben wollte, Dachreling drauf. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, was kommt für ein Schiff aufs Dach, wie viel Platz bleibt am Ende auf dem Dach. Und wenn das alles klar ist, dann packen wir oben aufs Dach den Rest der Fläche mit den dann hoffentlich verfügbaren Solarvarianten voll. Das Auto so, wie wir es hier haben, mit Sonderfarbe, mit allem Zip und Zap, ohne die Anbauten, die wir hier dran haben, nur damit ihr davon mal eine Idee bekommt, kostet so, wie er hier steht, knapp 140.000 Euro. Knapp drunter, irgendwo Ende der 130er ist das. Dachreling, Gaskastenumbau, Spurverbreiterung, so viel haben wir noch gar nicht.
dran gemacht, aber am Ende kommen da noch, denke ich, 4.000, 5.000 Euro zusammen. Das heißt, wir reden hier bei dem Fahrzeug, der immerhin auch so, wie er da steht, 190 PS, permanenten Allradantrieb und all solche Sachen mit drin hat, von in der Größenordnung zwischen 140.000 und 150.000 Euro. Bisschen Nachlass gibt es auch noch, bisschen Preiserhöhung zum neuen Modell ja leider auch. Das heißt, irgendwo in der Größenordnung bewegen wir uns. Übrigens wird das Modell ja bei den Regents nächstes Jahr durchaus nochmal spannend. Also ihr dürft da ganz gespannt sein, was wir euch aus Düsseldorf mitbringen. Sitzgruppe, alles was hier vorne ist, kennt ihr eigentlich schon. Wir machen jetzt hier nochmal den Schnelldurchlauf, gehen einmal gemeinsam kurz in die Toilette, gucken uns an, wie die Clesana-Toilette dort verbaut ist. Das haben wir, glaube ich, in dem anderen Video auch schon gezeigt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Damit wir das nicht verpassen, gucken wir da rein. Und dann müssen wir als Modifikation hier vor allem nochmal in den Heckstauraum gucken, weil wir dort einfach nochmal zusätzliches Staufach im Bereich des Gaskastens generiert haben. So, let's go! Ja, was haben wir hier zu sehen? Also im Prinzip den klassischen 6 Meter Grundriss mit dem Heckbett quer, mit der Sitzgruppe vorne und dem richtig schönen Küchenblock von Lastrada hier vorne drin. Damit wir das gar nicht erst aus dem Blick verlieren, das mega Kochfeld von Lastrada, 2 voll zu nutzende tolle Kochfelder, ein großes Waschbecken daneben und so eine richtig schöne Küche, die man benutzen kann mit großen Schubladen. Ich mache die jetzt nicht alle auf, 2 von den großen hier auf der Seite und dann auf der Seite hier eine schöne Besteckschublade, alles natürlich mit Softeinzug und dann 2 von den Steckdosen darunter. Am Ende muss euch ja immer klar sein, wenn euer Hauptaugenmerk Mercedes Sprinter Allrad ist, dann ordnet ihr dem alles unter. Wollt ihr ein 6 Meter Auto und sucht es nach, ich sag mal, den besten Wohnmobilmöglichkeiten aus, dann werdet ihr am Ende nicht beim Sprinter landen, weil wir im Ducato mit 6 Meter einfach deutlich mehr Raum haben und auch der Ford Transit bietet mehr Innenausbau. Wenn ich aber sage, ich möchte Pkw-ähnliches Sitzen, ich möchte alle Assistenzsysteme, ich möchte einen Allradantrieb, ganz wichtiger Punkt, dann seid ihr am Ende zwangsläufig mehr oder weniger an den Sprinter gefesselt und habt da ein ganz tolles Basisfahrzeug. Aber dann muss man natürlich den Rest des Ausbaus ein bisschen anders gestalten. Lastrada, typisch Lastrada letztendlich, legt super viel Wert auf einen sehr, sehr robusten Ausbau. Hier kannst im Prinzip, ich weiß nicht, ob man sieht, wie das Auto wackelt, aber du kriegst den Küchenblock nicht verwirbelt letztendlich mit ein bisschen dran rumreißen. Das mache ich nicht bei jedem Auto gerne. Und da muss man halt ganz klar sagen, das ist super robust. Es ist ausgelegt auf das Maximum, was ich an Stauraum aus so einem Sprinter rausholen kann. Ich habe ja eben schon gesagt, in der Regent-Baureihe wird sich zur kommenden Saison ein bisschen was tun. Und wir haben noch die ein oder andere Überraschung für euch im Sprinterbereich bereit. Also es wäre jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft fit seid, was Sprinter angeht. Oder ihr sprecht einfach mit uns, dann können wir vielleicht schon vorab heimlich hier von Auge zu Auge das ein oder andere verraten. Offiziell kommt das dann alles erst im Rahmen von Düsseldorf. Aufteilung ist eigentlich immer gleich. Wir haben hier in der Mitte die Nasszelle, kommt mal bitte mit her. Hier ist jetzt die Clesana-Toilette mit drin. Clesana-Toilette heißt, ich klappe die mal hier auf. Die klassische, nennen wir es mal Folienverschweißtoilette. Größter Vorteil für mich davon ist, dass eben die Außenklappe draußen entfällt. Es ist vor allem eine Lösung für jemanden, der nicht so viel die Toilette benutzt, weil quasi ja nach jedem Toilettengang einzeln verschweißt wird. Standardmäßig würde hier eine Dometic Kassettentoilette mit der Keramikschüssel sein und wir bauen das auch immer wieder mal um auf Trenntoiletten. Geht alles. Der Wagen hat jetzt hier nur eine Dachhaube im oberen Bereich und bewusst auf das Fenster in der Nasszelle verzichtet, um einfach die Außenoptik so clean wie möglich zu halten. Und ansonsten haben wir hier eben die kleine Dusche mit diesen Saloon-Türen, dass man auch, wenn man mal eben in den Kühlschrank gucken will, hier einfach einen guten Blick mit rein hat. Ein rausnehmbares Gefrierfach, das heißt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mehr Kühlfläche oder mehr Tiefkühlfach haben wollt. Und was Lastrada, finde ich, geschickt macht, ist trotz der relativ vielen Schränke, es nicht total erdrückend zu machen, weil die Form so ein bisschen fließend gehalten ist und man hier auf jeden Fall das Gefühl hat, sich bewegen zu können. Und andererseits eben auch kein Raum verschenkt wird und sogar in so kleinen Bereichen einfach nochmal ein richtig schönes Staufach oben generiert wird. Und man unterschätzt das immer. Wir haben hier am Ende des Tages doch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer hier hinten, die alle tief sind. Und da nochmal ein Blick ins Detail, wenn ihr euch die Scharniere mal anguckt. Jedes einzelne Scharnier, wenn du von unten dagegen filmst, jedes einzelne Scharnier mit 8 Schrauben fest. Ich habe das schon bei einigen Autos mal gezählt.
Am Ende sind das pro Schrank 16 Schrauben, das heißt wir haben 16, 32, 64 und da kann ich schon fast nicht mehr rechnen, 96 Schrauben alleine hier hinten für den Heckschrankbereich. Das ist schon ein Brett. Das Element könntet ihr theoretisch rausnehmen oder ihr lasst es als Schubladenelement drin. Das heißt, ihr habt wahlweise mehr Stauraum hinten oder einen total praktischen Stauraum hier. Und wer noch ein bisschen mehr Stauraum hinten haben will, der sollte hinten seinen Gaskasten so umbauen, wie wir das gemacht haben. Und deswegen gucken wir uns das jetzt nochmal genau an. Also werfen wir auch noch einen Blick von hier hinten mit rein. Einmal finde ich, wenn ihr das zu den anderen Autos vergleicht, das helle Holz steht dem Wagen echt gut. Es matcht natürlich hervorragend mit der Außenfarbe. Es passt, es ist einfach eine Themenwelt. Das passt auf jeden Fall gut, aber es gibt vor allem so einem ja doch relativ engen Auto eine absolute Großzügigkeit. Hier sind einmal noch so ein bisschen die Restteile mit drin. Wir haben für die Dachreling oben schon die passenden Scheinwerfer mitbestellt. Wenn nachher Solar und alles kommt, machen wir den Elektroabriss in einem Abwasch sozusagen. Dann hat der Wagen eine Lithiumbatterie bekommen. Und das, was halt in meinen Augen echt immer ein absoluter Mehrwert ist, ist, wenn man den Gaskasten so ein bisschen umsteigt, nicht mehr 2x11 Kilo drin hat, weil so in diesem Auto hier wir einmal eine Dieselheizung haben, einen Kompressor, Kühlschrank, Lithiumbatterie, langfristig richtig viel Solar. Da brauche ich nicht 2x11 Kilo Gas, sondern das stellen wir um auf die 2x2,8 Kilo. Und dann hat man hier oben halt ein richtig schönes Stauraum gewonnen. Macht ein bisschen Arbeit, weil alles einmal angepasst werden muss. Aber ehrlicherweise in dem Gesamtpaket dieses Fahrzeugs, was ja wirklich kein Schnäppchen im eigentlichen Sinne ist, fällt das nicht auf und ist, glaube ich, ein Mehrwert, den man sich gönnen kann. Zusätzlich sind hier noch 2, 4, 5 weitere Querstreben für die Dachreling. Da muss man dann am Ende des Tages einfach, wenn man das Boot drauf macht, sich überlegen, wo man die hinhaben will. Das stimmen wir dann im Rahmen der Auslieferung mit dem Kunden ab, ob wir die hier noch festmachen oder ob er sich das erstmal ganz in Ruhe ausdenkt, wie er das gerne haben möchte. So, alles andere in diesem Fahrzeug kennt ihr in- und auswendig. Ich finde es ein mega cooles Auto. Ich wollte es euch auf jeden Fall gezeigt haben. Spurplatten finde ich bei 16 Zoll Stahlfelgen eine absolut coole Sache, total sinnvoll, steht dem Auto einfach wahnsinnig gut. Die Farbe finde ich auch, passt hier hervorragend zu und vor allem das Gesamtpaket, so wie es da steht, schwarz-braun von außen und schön hell und beige von innen, finde ich ein tolles Gesamtkonzept. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in Kürze im nächsten Video wieder. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Ich gehe mich jetzt kurz abpudern und dann gucken wir mal, was wir für euch noch so Schönes finden.